Herzlich willkommen, liebe Fitness- und Bodybuilding-Freunde. Die mich noch nicht kennen, ich stelle mich kurz mal vor. Ich bin Jens Schäfgen, der Präsident des UIBFF Germany und von Europa. Ja, ich stelle euch mal gerade mal vor jetzt, was wir heute in dem Video alles drüber sprechen wollen. Das heißt über die ganzen Events, die Herbstevents, die jetzt stattfinden. Ja, und dann halt eben legen wir mal noch über den Verein, wollte ich noch mal drüber sprechen, den UIBFF Germany, und halt eben die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Verbänden wollte ich noch mal sprechen. Ja, und halt eben wie genau und was ein Athlet bei uns bedeutet. Ja, also jetzt erstmal zu den Events, die jetzt stattfinden werden im Herbst. Das ist das erste Event am 18.10.2020 hier im Olympia 2000 Marsburg, das Coaching Day. Das ist für jeden, der jetzt auf die Bühne gerne möchte oder schon war, eine Vorlage, wie man sich auf der Bühne präsentiert und wie man sich bewegt, wie man post und alles. Das wird gezeigt von der Olga Kickenberg und von meine Wenigkeit. Ja, und halt eben auch nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene. Ja, also der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über jeden Athlet oder Athletin, die gerne mal so einen Coaching Day besuchen wollen, um halt eben eine perfekte, professionelle Bühnenpräsentation zu präsentieren. Ja, das beinhaltet ja nicht nur das Posen, Line-Up und Gehen, sondern auch diese Kür, die Posing-Kür. Ja, weil was in den Jahren sehr vernachlässigt wurde, das wollen wir hier in dem Coaching Day mal gerne wiedergeben, wie so eine Kür vonstatten gehen soll, zu der Musik, die einzelnen Kraftposen, was für einen Athleten für eine Kraftpose es bindet. Ja, das wollen wir halt eben gern präsentieren hier bei dem Coaching Day am 18.10.2020. So, und das nächste Event, das ist unser Highlight dieses Jahres, trotz Corona, ist am 7.11.2020 in Wattgassen in der Glückauf-Halle ab 14 Uhr für die Zuschauer und ab 10 Uhr für Anmeldung der Athleten. Aber bitte alle Athleten sich schon vorher anzumelden, weil die Corona-Bestimmungen dies voraussetzen von den Behörden her. Und deshalb bitte ich alle Athleten jetzt, nicht an den Wettkampftag sich anzumelden, sondern mindestens 2 Wochen vor dem Beginn des Wettkampfes sich anzumelden. Das ist sehr wichtig, weil das sind die Bestimmungen, und damit diese Meisterschaft auch stattfinden kann, wurden halt eben gewisse Hygienevorgaben gegeben und die müssen wir halt eben einhalten. Also bitte merkt euch das, 2 Wochen maximal vorher anmelden. Ja? Und da könnt ihr uns anmelden, zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse uibff-germany@t-online.de. Ja, dann die Eintrittskarten. Einlass ist halt eben ab 14 Uhr. Im Kartenvorverkauf könnt ihr euch bei Lagima in Dillingen die Karten erwerben, 15 € als im Vorverkauf, oder halt eben hier bei uns online unter der uibff-germany@t-online.de. Ja, und dann haben wir halt eben gewisse Sponsoren haben für diesen Event halt eben was gespendet, Sachpreise, Gutscheine, und halt eben für den All-Over-Gewinner winkt ein Sponsorvertrag mit Time for Nutrition. Ja, und dann das große Highlight noch des Events ist der Gaststar Florian Zankel, ein Top-Athlet, der letztes Jahr die Arnold's Classic gewonnen hat in dem Amateurbereich im Mittelgewicht. Und wie gesagt, lasst euch überraschen, das wird ein Top-Event. Viele gute Athleten sind am Start und wir freuen uns auf jede Menge Zuschauer, die die Stimmung anheizen, die Athleten anheizen, damit sie ihre Leistung auf der Bühne präsentieren. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, zu unserem Verein UIBFF Germany. Da wollte ich euch ja erklären, was ein Verein ist oder was ein Verein bedeutet und was halt eben der Unterschied ist zwischen einem Verein und einem Unternehmen. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein
der von Spendengeldern lebt, Sponsorengeldern lebt und Mitgliedschaften lebt. So, der Verein benutzt diese Gelder halt eben nur für den Verein und nicht für irgendwelche Einzelpersonen. Ja, und diese Gelder, die übrig bleiben, die aus den Gewinnen erwirtschaftet wird, werden halt eben für die Athleten benutzt und halt eben für den Verein, halt eben um professionelle Meisterschaften zu gestalten. Und der Athlet bekommt davon zum Beispiel die Fahrtkosten, dann die Hotelkosten. Daraus bildet sich ein Verein. Also der Verein unterscheidet sich immer ganz stark von einem Unternehmen. Das Unternehmen, wenn das Gewinne erwirtschaftet, geht es an einzelne Personen, wird meistens nicht weitergeleitet an irgendwelche Athleten oder halt eben an zum Beispiel, wie gesagt, halt eben anders genutzt wird. Ja? Aber der Verein benutzt diese Gelder nur, ja, also für sich intern und für die Athleten halt eben. Ja, das wollte ich halt eben nochmal klarstellen, was halt eben ein Verein ist. Ja, weil viele heutzutage den Unterschied nicht wissen, was ein Verein und was ein Unternehmen ist. Ja. So, und das haben wir jetzt mal klargestellt. Und jetzt gehen wir rüber zu den Athleten. Ja, ein Athlet ist bei uns, steht dann bei uns an höchster Stelle. Ohne Athlet gibt es auch keinen Verein und keinen Verband. Ja, und deshalb wird bei uns der Athlet immer in Ehren und mit Respekt behandelt und halt eben besonders fair behandelt. Ja, bei uns wird fair gewertet, bei uns ist eine neutrale Jury, ja, und diese Jury ist geschult, um halt eben faire Bewertungen zu geben. Das heißt, bei uns der Bessere wird immer gewinnen. Es gibt bei uns keine Politik oder Vetternwirtschaft, sondern nur der Athlet steht bei uns immer im Vordergrund und wird immer mit Respekt, Fairness und Ehre behandelt. Das ist halt eben bei uns sehr, sehr wichtig, weil wir selber Athleten sind und weil wir halt eben dieses auch sehr viel durchgemacht haben in den langen Zeiten unserer aktiven Zeit. Und das wollen wir halt eben den meisten Athleten nicht geben, was wir erlebt haben. Und deshalb versuchen wir oder machen wir auf jeden Fall diese Fairness gegenüber dem Athleten. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja? Also deswegen liegt uns also schwer am Herzen, damit der Athlet immer bei uns im Vordergrund liegt. Und wie gesagt, alle Athleten aus allen Verbänden sind bei uns herzlich eingeladen, können bei uns starten. Wir sind ein neutraler Verein. Und wir respektieren jeden Athleten, egal aus was für Verbänden. Das betone ich nochmal extra, ja, weil viele Menschen oder viele Athleten wissen das noch nicht. Wir sind halt eben ziemlich neu, aber wir versuchen halt eben dem Athleten eine gute Grundlage zu geben, um halt eben Top-Wettkämpfe absolvieren zu können und eine Top-Bewertung abzugeben. Ja. So, und jetzt noch kurz zum Schluss. Wir haben jetzt noch eine Zusammenarbeit mit 3 anderen Verbänden, mit der WABA World Germany, mit dem BDBK, dem Natural Bodybuilding Verband, und mit ZIP haben wir noch eine Zusammenarbeit, so damit die Athleten auf noch mehr Wettkämpfen ohne irgendwelche Probleme starten können. Deshalb ist diese Zusammenarbeit mit diesen 3 Verbänden und mit uns, UIBFF Germany, sehr, sehr wichtig. Also es geht hier nur um die Athleten, deshalb wurde diese Zusammenarbeit gemacht und nicht gegeneinander arbeiten. Das heißt, zusammen sind wir immer stark und halt eben auch dieser Sport wird dadurch noch stärker. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit. Seid dabei am 7.11.2020 in Wattgassen und gibt alles für eure Vorbereitung. Euer Jens.